Leute, was geht ab? Heute direkt aus dem E46 M3. Und zwar, wie ihr vielleicht schon aus dem Titel lesen könnt, haben wir festgestellt, oder beziehungsweise hat mir auch jemand den Carfax-Bericht geschickt von diesem wunderschönen Kfz. Das Auto hat laut Tacho oder soll 95.000 Meilen, glaube ich, drauf haben, waren es. Ja, 95.000 Meilen. Das wären so um die 150, 160.000 Kilometer sein. Und ich habe einen Carfax-Bericht zugeschickt bekommen. Laut dem soll das Auto 300.000 Kilometer, sind es glaube ich umgerechnet. Beim vierten Besitzer steht direkt oben Alarm, Problem gefunden. Das Auto ist ja ein US-Reimport, das wissen wir ja, mit einem Unfallschaden, das wussten wir auch. Und ist ja normal, wenn der aus den USA kommt, oder? ich denke, es gibt auch welche, die keinen Unfallschaden hatten, Echt? die wiederkommen. Und da sehen wir auch direkt, der lief in Arkansas. Da lief er auch die ganze Zeit mit normalen Kilometern beim ersten, zweiten, dritten Besitzer. Und beim vierten Besitzer fing es dann auch schon an. Da hat man das allererste Mal einen Frontschaden steht drinne. Und da hat man auch beim vierten Besitzer hat man dann auch das allererste Mal einen Frontschaden und einen Heckschaden, 2017. Dann hatte er 2018 auch nochmal einen Heckschaden. Dann 2019 bei dem gleichen Besitzer nochmal einen Frontschaden. Was hat denn der gemacht? War das ein Go-Kart oder was? Keine Ahnung. Und genau da schreiben sie auch direkt, 2016 hatte das Auto laut diesem Carfax-Bericht 102.000 Meilen drauf und dann 2018 nur noch 90.000 Meilen. Nachdem er seinen letzten Unfallschaden hatte, können wir uns gerne nochmal ein paar Bilder dazu anschauen. Die haben wir nämlich auch gesehen, denn die Autos werden ja dann auf Auktion wieder verkauft und da können wir schon sehen, da hatte er den Frontschaden und mit diesem Frontschaden, da war komplett alles, ja, Motorhaube war kaputt, Stoßstange war kaputt. Und da kann man auch schön sehen. Hier. Kannst du dir auch erklären, warum kein einziger Spaltmaß an dem Auto mehr passt? Ja, und auch die Plastikverkleidung, die vorne komplett, diese wahrscheinlich dann auch in Litauen, das Auto ging ja dann nach Litauen, wieder zusammengeflickt haben. Und da sieht man auch den Kilometerstand, den das Auto angeblich zu der Zeit hatte. Und auf diesem Kilometerstand steht wiederum 201.000 Kilometer. Ja, viele Kilometer. 201.000 Kilometer oder 201.000 Meilen? 201.000 Meilen. Sorry, das sind Kilometer. Aber über 300.000 Kilometer. Das sind über 300.000 Kilometer. Hier auf dem Bild sieht man das auch nochmal schön. Und man erkennt auch wirklich, dass das Auto ist. Wie gesagt, Fahrgestellnummer haben wir da. Und sogar, woran man es auch erkennt, schwarze M3-Emblem auf der Heckklappe. Daran habe ich es auch erkannt, dass es mein Auto war. Ja, ist nur die Frage, jetzt weiß man wirklich nicht, welchen Kilometerstand hat das Auto? Hat er wirklich über 300.000 Kilometer runter oder? Ich kann es mir nicht vorstellen und selbst wenn, naja, dann hat er lang gehalten. Ne? Ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil gut, ich meine, wir haben jetzt alles. Guck dir mal das alles an, das ist ja alles original. Ja, und wir haben ja jetzt schon viel umgebaut an dem Auto und es war jetzt nicht so, weil bei Autos, die jetzt wirklich so viel Kilometer runter haben, da ist das Lenkrad abgegriffen, die Pedalerie, die schaut scheiße aus. Ja, das spielt ja alles keine Rolle, weil das kannst du alles austauschen, aber die Basis, Armaturenbrett und das ganze Zeug, das sah jetzt nicht aus. Außerdem, also S54 mit 300.000 Kilometer, glaube ich nicht, dass der so sanft, tackerfrei und sonst was läuft. Ja. Das Einzige, wo du es vielleicht doch noch nachschauen könntest, wie viele Kilometer wirklich runter hat, sind ja die einzelnen Steuergeräte, wo er dann vielleicht noch den Kilometerstand abspeichert, dass man das irgendwie dann nochmal vergleicht. Aber ob sie sich die Mühe machen. Aber es gibt ja die Möglichkeit, dann das noch über die Steuergeräte. Ja, und wenn du einfach alle Steuergeräte tauscht, bei so einer alten Kiste kannst du das nicht mehr feststellen. Ja, ich meine, mir war es egal. Ich fand es schon schlimm, als ich das geschickt bekommen habe, weil ich ihn ja eigentlich mit dem Wissensstand gekauft habe, dass er 150.000 Kilometer runter hat. Hast du geweint kurz? Nee, aber ich fand's scheiße. Was hast du dem Vorbesitzer irgendwas geschrieben? Ja, ich habe den geschrieben. Ich wollte es eigentlich auch meinen Anwalt geben, aber vielen Dank nochmal, Onkel Frank, dass bis jetzt nichts passiert ist. Hast du gesagt, mein Onkel ist Anwalt oder was? Demnach stimmt es aber wirklich. Nee, jetzt ist auch die Zeit rum. Ich meine, egal, das Auto soll gefahren werden und wie du schon gesagt hast, wir haben jetzt keine Anzeichen dafür gefunden, dass es irgendwie, Gott, den Motor steckst du nicht drin, aber... Ja komm, Bläulager, alles Ölpumpe, Öl,
Ventile, alles gemacht an dem Ding. Ja. Also, wenn auseinanderfällt, fällt auseinander. Da steckst du nicht drin, ne? Ja, ich sage, da steckst du nicht drin. So, genug vom Kilometerstand. Ich behalte das Auto trotzdem und es wird trotzdem gefahren und bewegt. Es wird dafür allerdings nicht mehr verkauft werden, weil mit dem Kilometerstand unwissend ein Auto zu verkaufen ist auch schwierig. Heute geht es darum, einmal die M4-Bremse hinten an der Hinterachse, die fehlt ja noch. Dann Thema Sturzstreben, da kommt noch was Cooles. Jetzt geht's in die Werkstatt, denn es ist noch viel am Auto zu machen. Und ja, auf geht's. Wir haben ja beim letzten Video die Vorderbremse schon komplett fertig gemacht. Also vorne habe ich schon Bremsscheiben und den Bremssattel vom M4 drauf. Hinten, habt ihr ja mitbekommen, ist noch meine originale Bremsanlage drauf. Die wollen wir jetzt auch umbauen und die M4-Bremse drauf machen. Da gab es ja so ein paar kleine Sachen, die wir noch abändern mussten. Das werden wir jetzt noch machen. Dann habe ich, damit ich auch hinten Sturz fahren kann, hinten jetzt noch Sturzstreben für ein M3. Bin ich echt mal gespannt, wie der dann ausschauen wird. Und falls ihr es schon gesehen habt, als ich euch jetzt die Bremsanlage gezeigt habe, es sind schon wieder andere Reifen drauf. Bei unterm Video habt ihr es auch gesehen, dass ich beim letzten Mal schon wieder andere Reifen drauf hatte und nicht die Cup 2. Jetzt habe ich gerade Allwetterreifen drauf, denn es geht nämlich am Dienstag jetzt nochmal mit Reifen.com und Continental in die Nähe von Berlin, um genau zu sein nach Linte. Da werde ich diese Allwetterreifen auf den M3 testen. Und wir waren ja das letzte Mal mit Continental und Reifen.com auf den Conditrom. Und da zeige ich euch jetzt ein paar Eindrücke und währenddessen bereite ich jetzt erstmal alles vor, noch was wir am M3 jetzt machen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal. Geht der Stift? Malt er schon oder ist noch normal? Hochgeschwindigkeit verweisen. Einmal links rum. Wir gucken auf die, ich glaube es ist die Ostkurve. Wir haben 50 oder 55 Grad maximale Steigung. Ermöglicht seitenkraftfreies Fahren bis 160 km/h. Vielleicht bekannt hier drüber. Ich fahre hier einmal kurz hoch. Sauber. Ach du Scheiße. Können wir runterfallen lassen. Ja, ganz genau. Gut, lass uns mal mit Komfort anfangen. Du hast ja neue Reifen auf dem BMW M3. Richtig. Und lass uns mal auf der ganz linken Strecke anfangen. Du folgst einfach. Wie steil das hier hochgeht. Krass, guck dir das an. Oh Gott. Das fühlt sich nicht komplett anders. Es ist wie im Karussell. Krass. Das macht richtig Spaß. Ich glaube, ich kriege mein Grinsen heute gar nicht mehr aus dem Gesicht raus. Jetzt fahren wir gerade parallel neben Angelo. Ich fahre natürlich schön außen. Das ist so krass, wenn das Auto in die Kurve reingeht. Der hat Bock. Der will. Jetzt wird's interessant, oder? Jetzt wird es interessant, nämlich jetzt geht's auf die Trockenhandling-Strecke. Quasi das, was ich ja eigentlich mit den E46 vorhabe. Ja, der liegt wie ein Brett, oder? Der liegt richtig wie ein Brett. Wie schnell fährst du? Kann ich gerade nicht gucken, weil ich mich jetzt hier gerade konzentriere, wie ich die Kurve am besten anfahre, wann ich bremse. 110. Reifen können mehr als ich und mein Auto. Also mein Auto, Ich versuch mal 2 Fahrzeuglängen hinter mir zu bleiben. Ja, also wir fahren jetzt so erst 75, dann 80, dann 85%, jede Runde ein bisschen mehr. Und damit du einfach schnell die Linie lernst, macht es Sinn, wenn du mir einfach folgst. Ja, wir haben jetzt doch mit der Bremsanlage angefangen, weil das Thema doch ziemlich interessant war. Ich wollte ja, genau, es trifft eigentlich schon ziemlich gut.
Ich wollte ja die M4 Bremsscheibe und den M4 Bremssattel sowie auf der Vorderachse auch auf der Hinterachse fahren. Geht leider nicht. Würde schon gehen, wenn man ein bisschen Zeit, Entwicklungsarbeit und alles investieren würde. Ich habe jetzt die originale Scheibe nochmal drauf gelassen. Da könnt ihr schauen, wenn ihr jetzt einmal hier hinten schaut. Habt ihr noch genügend Platz zum Achsschenkel, um euren Bremssattel zu verbauen. Jetzt nehme ich aber mal die M4 Scheibe. So, jetzt könnt ihr gerne nochmal schauen. Jetzt haben wir viel weniger Platz, um den Bremssattel noch zu verbauen. Und wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, dass die Löcher auch viel zu klein sind. Das wäre ja kein Problem gewesen, die aufzudrehen. Allerdings, wenn ich jetzt den Bremssattel nehme, den draufstecke, müssen auch noch die Bremsbeläge dazwischen und das passt einfach alles vorne und hinten nicht. Und wir müssten auch vom Bremssattel noch ein bisschen was abdrehen, um das passend zu machen. Aber machen wir nicht. Ja, genau. Aber das machen wir nicht, denn ja, wir wollen ja auch ein bisschen Sicherheit auch noch haben. Zum Verständnis, es war schon der Plan auf jeden Fall, das zu machen und wir wussten auch, dass es nicht so viel ist. Allerdings haben wir halt gedacht, es sind 1 oder 2 Faktoren, ja, also so Bremssattel rein oder raus und ja, in der Höhe und in der Tiefe. Aber da das jetzt 5 Faktoren auf einmal sind und man nicht drum kommen würde, wahrscheinlich hier rum zu flexen oder zu drehen. Das wollen wir auf gar keinen Fall machen. Nee, aber es gibt eine super Alternative. Genau, deswegen haben wir uns entschieden, wir bleiben einfach bei der originalen Bremsscheibe bzw. CSL-Bremsscheibe und nehmen einfach den Performance-Bremssattel. Vorne bleibt alles wie gehabt, also die M4-Bremse bleibt vorne drauf. Bloß hinten nehmen wir die Performance-Bremse. Und übrigens vom 1,35 N54. Genau, da passt alles super und schaut ja optisch, ja, trotzdem fast gleich aus und trotzdem 2 Kolbenbremsanlage dann noch hinten. Ich denke, wird sich trotzdem super fahren. Du wirst ja lackieren, oder? In matt? Ja, auf jeden Fall. Wird noch lackiert werden und so sind wir auf der sicheren Seite, müssen wir nirgendwo dran rumschneiden, rumflecken, nichts kaputt machen, alles so lassen, wie es ist. Ja, Ankerblech ist jetzt schon einmal ab. Das machen wir drüben auch ab. Das machen wir drüben auch ab. Ist dann wahrscheinlich auch besser für die Luft, für die Belüftung der Bremse. Das wären wir, ich weiß nicht, wenn euch das interessiert, wenn wir die verbauen, könnte man dazu vielleicht nochmal ein separates Video machen. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, weil das werden wir ja jetzt nicht machen, weil das ist ja noch nicht fertig. Deswegen baue ich jetzt die Originale erstmal wieder drauf. Schaut mal, was gerade gekommen ist. Ich habe das hat ja eben noch gefehlt von meinem Himmel. Meine Sonnenblenden sind jetzt auch mit Alcantara überzogen. Schaut richtig geil aus. Aber Innenraumvideo kommt erst wieder beim nächsten Mal. Wie ihr sehen könnt, die alte Sturzstrebe ist schon draußen. Wir hatten ein kleines Problem. Hier oben könnt ihr es sehen mit dem Lager. Die Schraube war nämlich zusammengerostet und kam nicht mehr aus dem Lager raus. Da mussten wir mit Gewalt ran. Haben jetzt ein neues Lager wieder eingepresst. Zum Ausbauen mussten wir könnt ihr hier sehen, die Antriebswelle einmal lösen und den Stabi, damit wir alles schön aus- und einbauen können. Hier können wir es jetzt direkt nochmal vergleichen. So rum. Das ist unsere alte Sturzstrebe und weil ich ja hinten vielleicht, wenn ich dann mal besser bin wenn ich besser bin auf dem Track irgendwann mal, dann kann ich mir mit dieser Sturzstrebe aus Aluminium dann hinten noch mehr Sturz einstellen, wenn ich dann mal so weit bin. Und trotz dessen, auch wenn ich jetzt noch nicht so weit bin, bauen wir die trotzdem ein. Wie ihr hier seht, wir haben jetzt hier so ein Fluorlager drin. Das bewegt sich dreidimensional. Vorher war einfach nur ein ganz normales Gummilager drin. Ja, das könnt ihr dort sehen. Und ja, das hat sich nicht so schön bewegt, gerade auch jetzt performance-technisch. Linksrum, das linke Winde. Ja, und dadurch, dass hier meine Schraube im Lager so festgerostet war, denke ich, konnte man es da auch jetzt nicht so schön einstellen. Deswegen machen wir es halt einfach einmal schön neu. So, jetzt fehlt hier unsere Befestigung noch hier unten am Lager. Jetzt seht ihr, wenn ich hier oben an der Schraube drehe, dass die Sturzstrebe, seht ihr das? Dass sie so kommt. Jetzt gerade, wenn das Auto auf der Bühne steht, sieht man das nicht so toll, aber die Sturzstrebe kippt. Aber die Sturzstrebe, wenn ich das jetzt hier oben drehe, habt ihr ja gesehen, dann fährt die raus und rein, kommt halt drauf an, in welche Richtung ich das drehe. Und hier seht ihr dann, dass die Sturzstrebe den Achsschenkel unten nach außen drückt, quasi kippt dann das Rad rein
Und dann habt ihr diesen negativen Sturz, der übrigens bei meinem E36 richtig geil hinten ausschaut. Hier habe ich meine Schraube drin. Max hat nämlich in letzter Zeit immer mal öfters gemeckert, dass dass meine ganzen Teile überall rumliegen, beziehungsweise da rumliegen. Und dann habe ich, da. Ja, das ist nicht meins. Das sieht man schon, wenn es ordentlich ist, dann ist es Max. Und meins steht dort und da. Und da habe ich schon Anschiss gekriegt. Und da habe ich mir bei Expondo diesen Werkzeugkoffer bestellt. Und was ich halt immer mache, hier hast du so schöne kleine Fächer. Ich schreibe mir dann immer Zettel, weil meine Sachen stehen ja immer ein bisschen länger als eine Woche. Und manchmal kann es dann passieren, dass ich nicht mehr weiß, wo welche Schraube hingehört. Und das finde ich bei dem Koffer extrem praktisch. Man hat hier so große Fächer drin, kleine Fächer drin und es ist eigentlich aus so einem Klicksystem. Quasi könntest du dir so einen Koffer aufstapeln und den auch mitnehmen. Du könntest die Werkzeuge, ich packe halt meine ganzen Schrauben oder Kleinteile, packe ich da alle hier mit rein. Und das lässt sich auch schön verschließen wieder, weil ich packe dann meistens immer meine Sachen ins Auto und dass sie nicht rumfliegen und da hast du auch keine offenen Schälchen. Kannst du es einfach zumachen, zusammenklicken und die haben auch auf der Webseite richtig viel Werkzeug und echt ein richtig breites Sortiment. Jetzt nicht nur für Werkzeuge für die Werkstatt, auch für Handwerker oder Gastronomie oder Fitness. Also falls irgendjemand was braucht, ich finde das mega praktisch, gerade auch weil du das halt so stapeln kannst. Schaut da mal vorbei. Ich packe euch wieder alles unten in die Infobox. Jetzt habe ich einen Kasten schon mit dazu gemacht und brauche aber eigentlich noch den Rest zum Zusammenbauen. Also wie gesagt, schrauben wir hier unten alles wieder schön fest. Und am Ende, wenn das Auto dann wieder auf dem Boden steht, dann kann man das dann schön sehen, wie der Negativsturz ist und wie das Rad dann schön immer nach innen kippt. So schaut es jetzt zusammengebaut aus. Einmal die Hinterachse mit den Sturzstreben. Bin da mal gespannt, wie es ausschaut, wenn das Auto auf dem Boden steht. Vorderachse haben wir jetzt nicht mitgefilmt, weil wir haben einfach nur die Radhausschale halt erwärmt mit einem Heißluftfilm, haben das reingedrückt, um jeden Millimeter gekämpft. Ich weiß jetzt nicht, ob das so interessant war zum Mitfilmen, deswegen haben wir es jetzt einfach fix gemacht. Jetzt ziehen wir noch fix die Räder an. 120 Newtonmeter bekommen die und dann würde ich sagen, drehen wir auf jeden Fall mal eine Runde. Ich bin echt mega gespannt, wie der sich jetzt fahren lässt. Wir haben ihn jetzt auch noch mal ein Stückchen runtergedreht. Er muss noch einfedern. Hinten haben wir jetzt noch mal 10 mm Spurplatten drauf gemacht. Aber ich finde, so noch ein Stückchen könnte raus. Nein? Ich finde so. Ja, das schleift dann bestimmt auch wegen der Kante, oder? Fass mal hier rein, wie weit es nach innen geht. Ja. Okay. Fährst ja auch ich will ja das Clubsport und kein Airride. Ja, ich will ja das Auto auch ein bisschen sportlicher bewegen. Soll ja nicht so genauso werden wie mit dem E36, ein schönes Stehfahrzeug oder Hängerfahrzeug. Das soll ein Fahrzeug werden, was bewegt werden soll. So viel dazu. Der erste Tag nach dem Kondidrom. Lisa hat gesagt, das Auto ist schon wieder viel zu schade, um es auf dem Track zu bewegen. Das Auto tat mir so mega leid und ich dachte mir so, aber der ist nicht so schade. Ich weiß. Das ist ein US-Modell mit Unfall und der kam über Litauen, dann ist er nicht so schade. Nee, eigentlich nicht, aber mir tat das dann so im Herzen leid, dass ich dann wieder gesagt habe, aber nein, das fangen wir jetzt nicht nochmal an, weil sonst habe ich nur noch Autos, die rumstehen, so wie der hinter euch und das soll ja nicht so sein. Autos sollen nicht stehen, die sind nicht zum Stehen gebaut, sondern zum Fahren und das machen wir jetzt auch. Nicht erschrecken, ich habe keinen Airbag drin. Das ist jetzt nur kurz für die Probefahrt. Das Lenkrad muss ja auch nochmal zum Sattler. Wer sich an mein altes Lenkrad erinnern kann, ich hatte ja vorher einen SMG, den wir auf Schalter umgebaut haben. Und das SMG-Lenkrad hatte halt hier die Schaltwippen. Und hätte man die abgebaut, hätten wir halt hier hinten Löcher drin gehabt. Hätte mich jetzt persönlich auch nicht so unbedingt gestört, aber wenn, machen wir es halt einmal richtig. Jetzt habe ich ein Schalter-Lenkrad ohne die Pedals. Das wird nochmal, wie halt mein altes, mit Alcantara überzogen. Bekommt die rote 12 Uhr Stellung und schaut euch jetzt mal meine geile Mittelkonsole an. Das schaut schon sexy aus, oder? Vor allem hier CSL Handbremse, auch mit Alcantara.
Schaltsack kommt auch noch, habe ich bei eBay Kleinanzeigen noch eingefunden, weil bei BMW kann man leider keinen mehr bestellen. Es gibt auch schon was mich was mich hier drinnen ziemlich aufregt. Und zwar, wenn ich mich anschnallen möchte, ich habe ja auch diese wunderschönen Türpanels hier aus Carbon, musst du so doll aufpassen, dass du deinen Gurt nicht gegen das Carbon haust. Also wirklich, wenn du mal eine Sekunde nicht dran denkst, ist sofort eine Macke drin. Jetzt fahren wir den mal. Schleift doch schon wieder irgendwas, oder? Es kommt auf jeden Fall von hinten. Ja, du hast ja neue alte, verrostete Bremsscheiben drauf, ne? Und du fährst keine Rückbank. Ja. Das Lustige war, ich habe das Auto gestern ausgelesen und der allererste Fehler, das war so genial, stand keine Verbindung mit Schiebedach möglich. Komisch, oder? Warum dieser Fehler kam, das kann ich mir einfach nicht erklären. Vor allen Dingen, das ist mein erster M. Mein erster. Und ich hoffe auch nicht, dass das mein letzter M ist. Die 46 M3 ist einfach geil. Der Klang, vor allen Dingen, wenn du die Rückbank nicht drin hast. Ich hoffe, ihr versteht mich auch noch gut, weil hier ist es ziemlich laut drin. Der Klang ist einfach geil. Viele mögen den Klang nicht. Ich mag das, wenn der so losschreit. Aber klanglich müssen wir uns ja auch noch ein bisschen verbessern bald. Klanglich kommt noch was. Aber da will ich noch nicht so viel verraten. Ich werde ihn jetzt mal warm fahren und weil einige sich beschwert hatten, dass es im letzten E46-Video keinen Soundcheck gab, den habe ich nämlich vergessen, machen wir den gleich noch für euch, wenn er dann warm ist. So, jetzt nochmal ein Klang aus dem Innenraum. Aber ich muss ehrlich sagen, mit den Reifen, Nee. ich bin echt gespannt. Ich bin meine Cup 2 bin ich noch nicht gefahren, aber ich bin sau gespannt, wie die sich auf dem Auto fahren lassen. Ich glaube, das dann mit dem Fahrwerk, mit den Reifen schon geil. Also sorry, aber ein M3 ist kein Auto für Allwetterreifen. Na, Also die Sport Contact 6, glaube ich, am Condidrom, die waren eigentlich ganz geil, ne? die waren auch nicht schlecht. Aber die Allwetterreifen. Nein. Ja. Wären wir am Ende vom Video angelangt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, haut es gerne wieder in die Kommentare. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut.